Ein digitaler Neuanfang für unsere H0 Modelleisenbahn steht an. Warum, werdet ihr euch sicherlich fragen? Ganz einfach, die Steuerungstechnik unserer digitalen Modellbahn ist in die Jahre gekommen und der anstehende Umbau unserer Anlage bringt natürlich auch Wünsche zu Neuerungen und Verbesserungen bei der genutzten Hard- und Software. Rundum, wir möchten uns hier auf den neuesten Stand der Technik bringen und was wir da im Auge haben, darum dreht es sich in diesem Video. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran, nach dem Intro, da gehen wir in die Details. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie schon im Intro angedeutet, wollen wir unsere aktuelle Modelleisenbahn ja umbauen. Und was uns da treibt, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne hier im Video selber, beziehungsweise unten auch in der Videobeschreibung. Wen das interessiert, darf da gerne auch nochmal im Detail hineinschauen. Und das wollen wir jetzt einfach tun und aktuell, und dazu schalte ich jetzt einfach mal hier noch eine zusätzliche Kamera hinzu. Da kann man nämlich jetzt sehen, noch den bestehenden Teil der Anlage, ne, hier hinter mir. Und wenn man aber auf den Boden guckt, da sieht man schon aufgeklebt die Umrisse der neuen Anlage. Da haben wir jetzt schon die Planungen sind da schon relativ weit fortgeschritten und auch in Windtrek schreitet das entsprechend voran. Und jetzt schalte ich erstmal wieder zurück auf die normale Kamera. Und ja, also wie gesagt, das ist das, was wir machen wollen. Und im Zuge dieser Umgestaltung soll natürlich auch die gesamte Steuerungs-Hard- und Software überdacht und auch auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Das machen wir natürlich jetzt nicht alles, nur um alles neu zu haben, schließlich ist das ja auch alles relativ kostenintensiv, sondern aber auch um wirklich technische Verbesserungen zu nutzen, die uns zukünftig eine vereinfachte Technik und eine verbesserte Technik sowie störungsfreien Betrieb ermöglichen soll. Doch dazu schauen wir uns dann vielleicht erstmal die aktuelle Technik an und welche Nachteile und Probleme diese denn eigentlich mitbringt. Eingeblendet seht ihr exemplarisch die aktuelle technische Umsetzung unserer Modellbahnanlage. Hier sind jetzt nicht alle einzelnen Decoder und Komponenten aufgeführt, aber insgesamt ist das alles beispielhaft entsprechend erfasst. Und im Detail bedeutet das, wir kommen also von einer PC-gesteuerten Märklin C-Gleis-Modellbahnanlage und die wird mit WinDigipad 2015 Premium über die TAMS Master Control als zentrale Steuerungseinheit betrieben. Ja, die TAMS Master Control ist eine vollumfänglich integrierte Multiprotokollzentrale, die also das Fahren, Steuern und Rückmelden zusammen in einer Einheit integriert. Hinzu kommt noch, dass die Master Control auch eine CV-Programmierung ermöglicht, entsprechend über ein optionales Programmiergleis. Also letztendlich ist das eine All-in-One-Zentrale, außer dass noch ein Booster angeschlossen werden muss, ist die eigentlich komplett ausgestattet. Das Ganze funktioniert bislang auch absolut tadellos, also da gibt es jetzt nichts, wo wir Probleme haben, aber letztendlich ist die Technik da auch ein bisschen in die Tage gekommen und es gibt natürlich auch heute elegantere Möglichkeiten bezüglich Anschluss, Konfiguration, Wartung und so weiter, aber letztendlich die Gründe liegen tiefer und nicht unbedingt in der Zentrale bedingt. Wir haben weiterhin ein ziemliches Sammelsurium unter der Anlage, was das ganze Thema Booster, Decoder, Rückmelder angeht. Das ist alles von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedlicher Bauart, wie zum Beispiel die Fahrstrombooster sind B3-Booster von TAMS, jeweils aus einem 52VA Modellbahntrafo gespeist und der Schaltstrombooster ist hier ein DB2 von Litvinski und über die elektrische Segmentierung der Anlage, die man hier schon so erahnen kann. Da habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, auch das verlinke ich euch gerne hier oben im Video selber oder aber auch unten in der Videobeschreibung. Wen das interessiert, schaut einfach gerne noch mal rein und dann habt ihr da auch die Details. Ja, die Problemzone fängt eigentlich hier so auf der Schaltebene an, ne? Also, und hier rede ich nicht von der Ansteuerung von Lichtsignalen, die wir hier über die LDT-Lichtsignaldecoder oder aber auch über Digicase-Decoder 4018 machen, sondern wirklich über den zuverlässigen Betrieb der verwendeten Märklin-Doppelspulen-Weichenantriebe. Diese Antriebe haben ja nun mal den unangenehmen Nebeneffekt, nach einiger Zeit im Digitalbetrieb mit Umschaltproblemen daherzukommen. Und wir haben dazu ja auch einige von den Antrieben schon umgebaut. Das heißt also, diese verzunderten Mikroentschalter, die haben wir entsprechend überbrückt. Aber es kommt immer wieder zu Problemen, es kommt immer wieder zu Ausfällen und das macht uns natürlich aktuell überhaupt nicht glücklich. Das verhindert natürlich auch einen automatisierten Betrieb
aber auch, sage ich mal, die ganze Zuverlässigkeit. Dazu kommt natürlich bei diesen Antrieben das nicht wirklich realitätsnahe Klick-Klack beim Verfahren von Weichen und im Schattenbahnhof kann ich damit noch leben, aber jetzt so im sichtbaren Bereich gefällt uns das eigentlich nicht mehr ganz so. Ne? Da haben wir schon mal überlegt, wie wir auch was anderes machen können. Also hier gibt es zum einen den Verbesserungsbedarf beim Thema Zuverlässigkeit und Haltbarkeit und zum anderen aber auch den Verbesserungsbedarf beim Thema Ästhetik, nennen wir es einfach mal. Ne? Ist einfach schöner. Ja, wenn wir zu den Rückmeldern kommen, also den S88-Rückmeldern, da haben wir hauptsächlich von Litvinski Datentechnik, von TAMS und DigiKeys Decoder verbaut und die sind alle mit dem sogenannten Diodentrick ausgerüstet. Das heißt also, der also für verbessertes Anfahrverhalten in Stillstandsbereichen entsprechend ausgerüstet ist. Allerdings muss ich dazu sagen, sind die nicht zum großen Teil, die sind alle im Selbstbauverfahren entsprechend entstanden. Da ist die, Entschuldigung, da ist die Rückmelder mit den integrierten Dioden, die gibt es erst seit einiger Zeit. Ne? Also die gab es vorher noch nicht. So, und das ist natürlich bei der Erstellung und bei der Verdrahtung nachher unter der Anlage ist das unheimlich aufwendig und auch komplex im Zuge der Doppelverdrahtung dann auf den Decodern und so weiter und so fort. Und das wollen wir zukünftig eigentlich auch alles vermeiden. Das soll zukünftig besser gehen. Ja, weiterhin, und das sehen wir jetzt nicht auf diesem Übersichtsbild, was eingeblendet ist, aber für das Einmessen von Lokomotiven wird der Rollenprüfstand, Max heißt der, glaube ich, von Marion Zeller benutzt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie man da Lokomotiven entsprechend einmisst. Auch das verlinke ich euch oben hier im Video, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das interessiert, schaut einfach nochmal rein. Der Punkt dabei ist, dass die Zuverlässigkeit dieser Messung hier nicht immer gegeben ist. Also diese Messrolle, und da gibt es nur eine einzige von, die dann also entsprechend auch an die Elektronik angebunden ist, die läuft nicht immer sauber mit. Ne? Da spielt einmal das Lokgewicht natürlich eine Rolle. Je leichter die Lok, desto schwieriger wird das. Dann kommt dazu, dass eine eventuelle Verschmutzung dieses Gummirings dazu kommt, weil da läuft ja dann auch der Gummi, der Haftreifen von der Lokomotive drauf, dann kommt da unter Umständen Gleisabrieb und sowas drauf, dann ist dieser Gummiring verschmutzt, dann läuft der nicht mehr mit oder im Zweifelsfall ist dieser Gummiring auch einfach ausgehärtet. Ne? Der ist auch schon mal kaputt gegangen, da bröselte der sich einfach und dann war das auch erledigt. Also Fazit ist auch hier, das Ganze ist verbesserungsbedürftig, zumal ja eine sauber eingemessene Lokomotive natürlich essentieller Bestandteil für einen Automatikbetrieb ist. Ne? Weil wenn die Lokomotive nicht vernünftig eingemessen ist, dann halten die am Bahnsteig überall, aber nur nicht da, wo sie halten sollen. Ne? So, bislang haben wir uns um den aktuellen Zustand, das heißt den Ist-Zustand gekümmert. Aber was erwarten wir denn eigentlich? Wie könnte denn der neue Zustand aussehen? Und dafür habe ich euch jetzt mal ein Bild eingeblendet. Das muss ich jetzt mal gerade hier überholen, damit ich das auch halbwegs vor Augen habe. Also was erwarten wir ist, dass wir eine aktuelle und zeitgemäße Multiprotokollzentrale haben, ne? Also eventuell System aus mehreren Komponenten. Also ist nicht so wie bei der TAMS, alles All-in-One, mag so sein. Wir möchten gerne Weichenantriebe generell mit höherer Zuverlässigkeit haben. Ne? Das heißt eventuell, was das Thema Decoder angeht, der vielleicht auch die Antriebe mit AC schaltet und nicht mit DC. Eine solche Verzunderung oder auch ein Restmagnetismus, diese Remanenz da entsprechend zu vermeiden. Wir möchten gerne die Weichenantriebe im sichtbaren Bereich mit realerem Stellverhalten haben. Heißt also kein Klick-Klack, sondern motorisch oder aber auch servo angetrieben. Die Segmentierung oder die elektrische Segmentierung der Anlage möchten wir gerne beibehalten bzw. optimieren, sofern möglich. Und wir möchten natürlich eine generelle Verringerung von S88-Rückmeldern haben, durch Optimierung von Blöcken. Wir haben momentan relativ viele davon, das möchten wir nochmal etwas reduzieren. Und wir möchten natürlich die S88-Rückmelder direkt mit den integrierten Dioden haben und damit wir das Ganze nicht mehr hier konventionell aufbauen müssen. Ja, und ein verbessertes Einmesssystem für Lokomotiven, irgendwie was Strecke-Zeit-basierend, also nicht mehr mit so einer komischen Rolle. Rollenprüfstand ist definitiv nicht mehr das Mittel der Wahl. So, hier nun der Überblick, wie es zukünftig eigentlich aussehen könnte. Ne? Also könnte,
daher, dass es sich hier eigentlich um grundlegende Änderungsideen handelt, die wir natürlich in nächster Zukunft hier noch auf Herz und Nieren geprüft werden müssen. Das eine oder andere habe ich hier schon auf meiner Werkbank liegen. Das wartet dann darauf, auch entsprechend getestet zu werden. Ich kann hier vielleicht noch mal eben auf die andere Kamera noch mal umschwenken und dann mal einfach gucken, ob ich euch das hier zeigen kann. Mal gucken. So, ja, hier sieht man es schon mal ein bisschen besser, ne? So, also, ne, man sieht hier also schon mal einen Lodi Rektor. Wir sehen hier noch einen Tams Booster B3. Hier habe ich schon mal einen Karton. Ja, da ist der, muss man hier mal so gucken, da ist der Train Speed drauf. Wir haben hier, einmal nochmal weiter gucken, als fange ich an zu kramen hier. Fissmann Weichendecoder möchten wir uns gerne mal ansehen. Wir haben aber auch schon mal das ganze Thema Lodi 83, so rum. Ne? Also wie gesagt, wir haben hier schon das eine oder andere liegen. Wir werden das testen und wir werden da sicherlich auch nochmal, so jetzt schalte ich erstmal wieder zurück auf die normale Kamera. So, da bin ich wieder. Wir werden da sicherlich auch noch vereinzelt Videos zu machen, wie wir mit den ganzen Komponenten klarkommen und welche Entscheidung wir da im Zweifelsfall auch zu treffen. Ja. So, wie schon gerade gezeigt, für die Steuerung der Anlage haben wir aktuell das Lodi-System, so als Favoriten zumindest schon mal auserkoren. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ihr seht nämlich das Dings nicht. Ne? So, jetzt muss ich noch mal eben hier, zack. So wird doch ein Schuh draus. Ist doch besser. Jetzt seht ihr nämlich auch wieder das Übersichtsbildchen. Also, wie gesagt, also wir haben uns das Lodi-System entsprechend als Favoriten schon mal auserkoren. Und wie ich gerade schon gezeigt habe, der Lodi Rektor soll die zentrale Steuereinheit für das Fahren und Schalten bilden. Und der Lodi Rektor hier in dem Fall ist auch eine Multiprotokollzentrale. Der kann auch so fast alles, kann kein Märklin Motorola. Das einfache MM kann er nicht. Also ist aber eine multiprotokollfähige Digitalzentrale und für mich, ich finde das relativ pfiffig, die wird über LAN entsprechend mit dem PC verbunden. Nicht über USB oder irgendwie was, sondern das Ding kann einfach irgendwo stehen oder sitzen, muss einfach nur eine LAN-Verbindung haben und mit diesem LAN verbinde ich mich dann hier zu Hause, hier in meinem Eisenbahnnetz, wo auch der PC drin steckt und dann läuft das eigentlich. Habe ich schon mal ausprobiert, geht eigentlich alles unkritisch. Also von daher finde ich relativ komfortabel, finde ich auch recht pfiffig und wie gesagt, der Lodi Rektor kann dann da auch recht komfortabel mit einer eigenen Software entsprechend konfiguriert und auch gewartet werden. So, und wer jetzt hier auf den Steuerungs-PC hier oben guckt, in dem Übersichtsbildchen, der wird das vielleicht schon festgestellt haben. Da steht jetzt nämlich iTrain drin und nicht mehr WinDigipad. Ja, völlig richtig. Aktuell spielen wir mit dem Gedanken, auch die Steuerungssoftware zu tauschen. Entschuldigung. Warum? Sind wir unzufrieden mit WinDigipad? Nein, definitiv nicht. Wir sind definitiv nicht unzufrieden. Der Hintergrund ist, dass unsere aktuelle WinDigipad-Version 2015 das Lodi-System aktuell nicht unterstützt. Oder nicht aktuell, sondern die 2015er unterstützt das Lodi-System nicht. Das geht erst bei WinDigipad ab der Version 2018. Das heißt, wenn ich Lodi zum Einsatz bringen will, dann muss die Steuerungssoftware erneuert werden. So, und wenn ich erneuern muss, dann haben wir uns natürlich jetzt oder habe ich mir jetzt in dem Zuge auch die Möglichkeiten sowie die Kosten der aktuellen WinDigipad-Version angesehen. Das ist jetzt die Version 2021. Die 2025 ist so gerade in der Mache, da gibt es schon erste Videos, aber die gibt es halt auf der Homepage da entsprechend noch nicht mit Preisen hinterlegt. Und da habe ich jetzt also festgestellt, dass ein großer Teil in dem WinDigipad 21 sich auch um K-Systeme dreht. Und das sind nur einfach Sachen, die brauche ich für unsere Anlage hier nicht. Das ist nicht vorgesehen, das werden wir so auch zu 99% nicht einbauen. Und daher brauche ich bestimmte Teile aus dem WinDigipad nicht. Da ist alles drin, aber wie gesagt, ich brauche davon nur einen Teilbereich. So, und wenn ich meine aktuelle Version, also die 2015er, auf die 2021er updaten möchte, dann muss ich dafür 300 € bezahlen. So, ist erstmal okay. Ich meine,
dass das System leben muss, dass da Leute sitzen, die das alles machen und dass der Preis gerechtfertigt ist, um Gottes Willen. Aber letztendlich muss man sich einfach die Frage stellen, was brauche ich, was will ich und was bin ich bereit zu bezahlen. So, und der Punkt ist, wenn ich jetzt nicht sofort umsteige, sondern auf die 2025er vielleicht sogar noch warte, dann dürfte sich der Update-Preis von 2015 auf die 2025er wahrscheinlich sogar auf über 400 € erhöhen. So, und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich aktuell mit einer Testlizenz die iTrain-Software in der Version 5 einfach mal prüfe und gucke, ob ich damit klarkomme und ob das alles für mich so funktioniert. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das schauen wir uns nochmal im Detail an. Ja, aber zurück zur Hardware. Für den Bereich Fahren würden wir dann wohl einen Lodi Booster mit 2x2,3 Ampere einsetzen, der dann natürlich auch schon durch diese Zweikanaligkeit eine Segmentierung, wie wir sie schon auch gehabt haben, direkt schon mitbringt. Das heißt also, ich habe hier sogar noch den Vorteil, dass ich jeden Kanal des Boosters einzeln an- und ausschalten kann. Das heißt also, das kommt dieser Segmentierung schon relativ nahe wieder. Die Möglichkeit hatte ich bislang mit den Vorgehensweisen und mit den eingesetzten Boostern so nicht. So, und im Bereich Schalten möchte ich ganz gerne über den CDE-Anschluss des Rektors, heißt also den ganz normalen Booster-Ausgang, einen Bestandsbooster, zum Beispiel von von Thams nehmen, so wie ich das hier eingezeichnet habe, und damit dann entsprechend das gesamte Thema Schalten entsprechend abdecke. Genauso oder ähnlich soll das mit dem Mess- und Programmiergleis funktionieren, wo ich jetzt auch für das Einmessfahren, und hatte ich gerade schon mal in die Kamera gehalten, noch den Lodi Trainspeed anbauen möchte. Und damit habe ich dann auch schon mal etwas gespielt. Das macht einen relativ guten Eindruck. Ja, zum Programmiergleis muss noch gesagt werden, und da liegt noch definitiv ein Nachteil des Lodi-Systems, zumindest bislang noch, nämlich das ganze Thema Programmierung von Lokomotiv- bzw. Zubehördecodern. Das funktioniert für meine Bestandsdecoder, zum Beispiel von Märklin bei den Lokomotiven, leider bislang noch nicht so wie gedacht. Dazu soll es in diesem Jahr noch weitere Hardware von Lodi geben, die dann für alle Programmiertätigkeiten rund um das ganze Thema Lokdecoder, Zubehördecoder entsprechend genutzt werden kann. Aber dazu habe ich noch keine weiteren Informationen. Also im Zweifel muss ich da jetzt einfach meine Thams MC erstmal noch erhalten. Ja, bei den zukünftigen Weichenantrieben, und da hatte ich ja schon erläutert, welchen Verbesserungsbedarf ich da sehe, und ich möchte gerne das Zusammenspiel von den normalen Märklin-Doppelspulenantrieben mit dem Lodi 83AC Decoder, hatte ich ja gerade auch schon mal kurz in die Kamera gehalten, das möchte ich mir gerne ansehen und rausfinden, ob das wirklich so gut funktioniert, wie das angepriesen wird. Der soll ja selbst heilende Funktionen haben, ich warte es mal ab, aber wie gesagt, das wollte ich mir ganz gerne anschauen, ob das für den Schattenbahnhofsbereich eine adäquate Lösung ist, dort einfach die Märklin-Doppelspulenantriebe drin zu lassen, diese aber dann nicht mit herkömmlichen Decodern, sondern wirklich mit einem Decoder wie dem Lodi 83AC über AC dann zu schalten, damit die Funktionalität oder die Sicherheit, die Schaltsicherheit bei den Weichenantrieben da verbessert wird. Bin aber auch nicht abgeneigt, generell darüber nachzudenken, motorische Weichenantriebe, wie zum Beispiel von der Firma Fissmann oder Decoderwerk entsprechend mir anzusehen. Fissmann hatte ich ja gerade schon gezeigt, habe ich schon einen da. Den habe ich mir auch schon mal angesehen und ausprobiert. Decoderwerk habe ich momentan noch nicht, besorge ich mir aber demnächst. Also das würde ich mir auch ganz gerne ansehen. Die kommen dann ja direkt, ist der Antrieb und ein entsprechender Decoder ist dann ja mehr oder weniger integriert. Also das sind zwei kleine Einheiten, aber die können dann unterhalb der Weiche platziert werden. Oder aber auch, was ich mir noch mal ansehen möchte, ist der Servoantrieb für die Märklin-Weichen. Das heißt also mit der Adapterplatte unten drin, die quasi den Hebel einfach nur bedient und wo der Servo von unten eingesteckt wird. Das habe ich mir letztens angesehen, das finde ich relativ pfiffig. Das möchte ich mir auch noch mal in Realität angucken. Ich werde euch da vielleicht einfach noch mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn ich den ganzen Rummel hier dann einfach mal so habe und vor mich hinspiele, was dann da so rauskommt und vor allem für was wir uns dann im Zweifelsfall entscheiden. Also es wird nicht die eine oder die andere Lösung geben. Vielleicht gibt es auch etwas, was im Zusammenspiel dann läuft. Also ich sag mal, gerade im sichtbaren Bereich, wo ich ja schon gesagt habe, ich möchte gerne auf das Klick-Klack verzichten und möchte gerne viel mehr einen realitätsnahen Verlauf der Weichenumschaltung sehen.
sehen. Da muss ich natürlich immer gucken, wenn ich noch eine Ebene drunter habe, ob ich zum Beispiel mit einem Servoantrieb, der dann vielleicht auch relativ tief baut, nicht mir die lichte Höhe dann unter Umständen kaputt mache. Das kann da also sein, das heißt, wo ich Gleise drunter habe unter einer Weiche, dass ich dann auf einen motorischen Antrieb gehe, dass ich aber da, wo ich Platz habe, vielleicht auch einfach einen Servoantrieb nehme. Das müssen wir einfach mal gucken, aber das testen wir jetzt alles mal aus. Ihr dürft mir natürlich gerne auch eure Erfahrungen und eure Sichtweisen dazu hier einfach bitte in die Kommentare schreiben. Lasst mich wissen, was ihr über diese Option denkt, was ihr favorisieren würdet. Ich bin da, wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin auch in der Findungsphase. Also wenn ihr da schon Erfahrungen habt, lasst mich teilhaben. Dann habe ich da vielleicht auch noch ein bisschen was von. Ja, bei Signalen und Beleuchtung, da haben wir keinen wirklichen Änderungsbedarf. Da würde ich einfach bei den bewährten Decodern, wie gesagt, von Litvinski oder aber auch von DigiKeys einfach verbleiben. Und im Rückmeldebereich, da werden wir weiterhin auf S88-Basis unterwegs sein. Wir werden also hier nicht auf Gleisbesetztmelder oder ähnliches aus dem LODI-System gehen. Das mag auch so seine Vorteile haben. Das ist mir aber nachher im Gesamtkontext und im Gesamtumbau würde ich mich eher bei der S88-Technik weiterhin verbleiben sehen. Aber wie gesagt, da immer mit der Diodenthematik und hier würde dann, so wie auf dem Bildchen auch zu sehen, ein separater Controller zum Einsatz kommen. Das wäre dann, wenn es um das LODI-System geht, der S88 Commander. Und dieser Controller wird dann ähnlich wie der LODI-Rektor auch über LAN an den MOBA-PC oder über einen Switch entsprechend an den MOBA-PC angeschlossen und kann dann auch separat über die LODI-Software entsprechend konfiguriert werden. Und ein weiterer Charme oder ein weiterer Vorteil von diesem LODI S88 Commander, wenn man dann auch die LODI S88 Module nimmt, wäre, dass man im Adressierungsbereich flexibel ist. Das heißt also, ich adressiere den Rückmeldedecoder und wenn ich da jetzt zwischen zwei Decoder, die fest adressiert werden, einen zwischenfüge, kann ich den zwischenfügen, ohne dass mir die nachfolgenden Adressen, die weiter hinten im Bus sind, alle durcheinander gewürfelt werden. Das funktioniert bei den normalen S88 Modulen, geht das nicht. Die nummerieren sich immer von 1 bis x nummerieren die sich durch und das wäre jetzt hier noch ein Vorteil, den wir hier noch sehen würden, wenn man das entsprechend macht. Aber wie gesagt, da gibt es auch von Tams entsprechend Decoder, beziehungsweise Rückmeldemodule, die auch schon den Diodentrick haben. Aber auch da geht dann geht dann wahrscheinlich die feste Adressierung wahrscheinlich nicht. So, und dann hatte ich ja schon gesagt, ich möchte auch die Anzahl der Rückmelder auf der Anlage doch relativ stark einschränken. Und da hatte ich mir jetzt auch ich hatte ja gerade schon gesagt, das ganze Thema iTrain entsprechend angesehen. Und bei iTrain gibt es im Gegensatz zu dem, was man bislang bei WinDigipad, also zumindest was ich in den letzten Jahren alles so gelesen und gesehen und gehört habe, möglichst viele Rückmeldemodule oder Rückmeldekontakte in einem Block zu haben, sagt man bei iTrain, also 1 bis 2, ne? Du brauchst einen Einfahrkontakt und oder einen Bremskontakt und du brauchst einen Stoppkontakt. Wenn mal was ist, brauchst du vielleicht auch noch mal einen dritten, aber mehr brauchst du auf keinen Fall. Und ich habe bei uns mindestens 5 bis 6 Einzelkontakte, also Rückmeldekontakte pro Block eingebaut, was natürlich auch ein Verdrahtungsaufwand ist und was natürlich auch nachher bei den Rückmeldemodulen selber natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Wenn ich da noch optimieren und reduzieren kann, wäre das auch nicht schlecht. Auch da würde ich euch gerne mal bitten, wenn ihr da Erfahrungen habt, lasst es mich wissen, lasst mich teilhaben. Ich bin da interessiert, also bei uns wächst das Gras auch von unten. Also von daher macht mich da ein bisschen schlau, wäre ich euch dankbar dafür. Ja, und wie gesagt, bei der Reduzierung der entsprechenden Rückmeldekontakte wird natürlich das Einmessen von Lokomotiven umso wichtiger, weil ich ja genaue Halteposition haben will. Das heißt also, das Einmessen muss sauber funktionieren und ich muss natürlich eine möglichst genaue Aufnahme auch der Gleislängen machen. Und je genauer, je detaillierter diese Informationen im Steuerungsprogramm vorliegen, desto weniger Rückmeldekontakte muss ich da im Zweifelsfall auch verbauen, weil damit, sage ich mal, ja die Software schon super rechnen kann, wie
oder wo dann eine Lokomotive zum Beispiel zum Stehen kommt. Ja, so. Aber wie gesagt, ich würde euch gerne bitten, sagt mir, wie macht ihr das mit den Hardware-Kontakten, mit den Rückmeldekontakten? Eher mehr, eher weniger? Lasst es mich wissen, bitte unten in die Kommentare. Super. Ja, gehen wir nochmal rückblickend auf unsere Anforderungen. Jetzt haben wir uns gerade angeguckt, wie der Ist-Zustand sein könnte. Schauen wir nochmal auf die Anforderungen, ob wir denn auch überhaupt alle Punkte erwischt haben, in Anführungszeichen. Ne? Und dafür nehme ich mir jetzt meinen Anforderungskatalog mal wieder hier so ein bisschen rüber. So, haben wir aktuelle zeitgemäße Multiprotokollzentrale? Ja, haben wir. Eventuell ein System aus mehreren Komponenten, ne? Low-Direktor und der, ich glaube, S88 Commander hieß er. Weichenantriebe generell mit erhöhter Zuverlässigkeit. Ja, wir wollen uns angucken, ob die Märklin-Antriebe mit dem Lodi AC83 vielleicht besser funktionieren. Dann haben wir den Punkt Weichenantriebe im sichtbaren Bereich mit mehr realerem Stellverhalten. Meine Güte, realerem Stellverhalten, Entschuldigung. Kein Klick-Klack, ne? Also wir haben gesagt, wir wollen uns motorisch sowie auch Servogetrieben ansehen. Die elektrische Segmentierung der Anlage beibehalten bzw. optimieren. Auch da haben wir schon gesehen, der Booster bringt da schon was mit. Und wir werden natürlich weiterhin Einzelgleise auch mit einem entsprechenden Relais-Decoder, also mit einem Schaltdecoder entsprechend versehen, dass wir Einzelbereiche noch abschalten können. So, dann eine generelle Verringerung von S88 Rückmeldern hatten wir gerade, ne, das Optimieren von Blöcken und auch den Einsatz von S88 Rückmeldern mit dem integrierten Diodentrick haben wir auch abgehandelt und wir haben darüber gesprochen, ein verbessertes Einmesssystem für Lokomotiven zu haben, Strecke-zeitbasierend wäre genau das der Lodi Train Speed, also würde erstmal dazu passen. So, und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, das war unser digitales Zukunftsszenario. Ne? Zwar noch mit der einen oder anderen Unsicherheit belegt, aber ich sag mal, die grobe Marschrichtung ist da eigentlich definiert. So, und ich hoffe, ich konnte euch unsere Ideen für unsere Modellbahn da näher bringen. Und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da und gerne dürft ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Bei Fragen, Kommentaren oder Anregungen bitte unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und gerne wieder hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Herzlichen Dank und tschüss.